der große Schlafsacktest. 200 € Defense 4 gegen 80 € Sleeper Extreme. Sind 200 € nur rausgeschmissenes Geld oder gilt bei einem günstigen Konkurrenten, wer billig kauft, kauft zweimal? Bleibt dran, das finden wir jetzt heraus. Moin! Der Defense 4 von Carinthia ist für die meisten von euch ja das Nonplusultra unter den Schlafsäcken in seiner Klasse. Aber mit über 200 € ist das natürlich auch eine ganz schöne Ansage für euer Geldbeutel. Und immer wieder habt ihr in den Kommentaren gefragt, tut es nicht auch ein Schlafsack, der günstiger ist? Braucht ihr wirklich so ein High-End-Produkt? Und das finden wir jetzt hier heraus. High-End gegen kostengünstige Alternative. Defense 4 aus dem ganz klaren Profibereich gegen den Snugpack Sleeper Extreme. Als erstes Faktencheck. Der Defense 4 wiegt ca. 2 Kilo und hat ein Packmaß von ungefähr 25 x 38 cm. Der Sleeper Extreme wiegt ca. 2,2 Kilo und hat ein etwas größeres Packmaß von ca. 30 x 42 cm. Carinthia setzt im Außenmaterial auf ein strapazierfähiges und sehr schnell trockenes Polyamidgewebe und im Inneren findet ihr natürlich die hauseigene, leichte und sehr gut thermoisolierende G-Loft-Füllung. Der Snugpack Sleeper im Gegensatz ist aus einem Polyestergewebe gefertigt. Durch diese Hohlkammerfaser hat er eben ein wenig mehr Volumen und auch ein wenig mehr Gewicht. Die Thermoleistung ist übrigens bei beiden Schlafsäcken recht ähnlich. Sie liegt immer bei ca. -7 bis -10 Grad für den Komfortbereich und der Extrembereich liegt bei -12 bis -15 Grad. Da haben wir bisher zwei fast gleiche Schlafsäcke. Wo aber liegt jetzt der Unterschied? Natürlich zum einen im Material, das hatte ich schon gesagt, Polyamid gegen Polyester. Das eine ist schon etwas strapazierfähiger, aber natürlich auch liegt der Teufel hier im Detail. Beim Sleeper haben wir einen Seiteneinstieg und eine geräumige Kapuze. Beim Defense haben wir auch eine große Kapuze, aber eine viel kleinere Gesichtsöffnung und einen Fronteinstieg. Aber jetzt kommt man näher ran, denn hier sind wirklich die Details versteckt. Beim Defense 4 haben wir eine innenliegende Wärmebrücke, also eine Leiste, die von innen sehr breitflächig den Reißverschluss abdeckt, aber auch zusätzlich außen nochmal eine Abdeckleiste, die wiederum vor Wind und auch Dreck etc. schützt. Der Sleeper hingegen besitzt nur im Inneren eine gerade mal halb so große Wärmebrücke und außen keine zusätzliche mehr. Nur hier nochmal ein Klett zur Reißverschlusssicherung. Wichtig hier ist auch wirklich nochmal die Kapuze zu erwähnen, die beim Defense 4 viel mehr Füllung und Material verarbeitet hat, also den Kopf extremer wärmen kann und praktisch fast komplett zugezogen werden kann. Aber das seht ihr gleich, wenn ich mich nochmal in die Schlafsäcke hineinlege. Aber vorher werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Silhouette der Schlafsäcke. Es sind beides Mumienschlafsäcke, die sind also eher körperbetont geformt, laufen unten enger zu, sollen so nah wie möglich an eurem Körper liegen, um die Wärme besser zu speichern. Da sieht man auch ganz klar, der Carinthia ist dann noch etwas enger geschnitten als der Sleeper von Snugpack. Bei einem Seitenreißverschluss habt ihr natürlich immer das Problem, bei einem Mumienschlafsack, dass ihr mit der Hand, die sich auf der Seite des Reißverschlusses befindet, schwer diesen ganz nach oben ziehen könnt. Und wenn ihr das mit der anderen Hand macht, immer einmal über den Körper greifen müsst. Also insgesamt nicht ganz so komfortabel zum Schließen. Dann habe ich hier eine Kapuze, die kann ich dann noch ein bisschen regulieren, aber hier hört es dann ungefähr auf. Ihr seht also die Seitenbereiche und mein ganzes Gesicht ist noch im Freien. Fronteinstieg, da merkt man schon eins, ist sehr einfach und der Carinthia Reißverschluss ist extrem groß und leichtgängig. Ihr könnt jetzt schon sehen, dass nicht mehr viel von meinem Gesicht aus dem Schlafsack guckt. Und wie ich vorhin schon sagte, könnt ihr das Ganze noch viel weiter komprimieren. Also beim Ein- und Ausstieg, sieht ihr gleich, ist der Defense dem Sleeper um einiges überlegen. Und dann verpacken wir die mal wieder. Ihr wisst ja, ihr sollt Schlafsäcke immer stopfen und nicht rollen.
Der ist wie so eine Katze, wenn er die zum Tierarzt bringen wollte und die in die Katzenbox stecken möchte. Der will da nicht rein. Den möchte immer wieder raus. Kommen wir also zum Fazit. Klar haben wir einmal ein unterschiedliches Material. Polyamid ist immer etwas robuster, wohingegen Polyester auch eine Hohlfaser ist, also nicht ganz so schnell trocknend ist und auch mehr Volumen bietet. Das hat man ja auch besonders im Verpacken wieder gesehen. Es war sehr, sehr leicht, den Defense 4 wieder in den Packbeutel hineinzubekommen. Der Snackpack ließ sich auch einpacken, aber durch das mehr Volumen wollte er sich auch immer wieder etwas rausdrängen. Natürlich geht das auch, aber es ist schon ein Unterschied. Besonders aber an den Details, glaube ich, sieht man, was dann auch den Preis ausmacht. Wir haben hier zwei Wärmeleisten, die außen und innen liegen, eben beim Defense 4, um mehr Schutz zu bieten. Wir haben beim Defense 4 ein viel kleineres Fenster in der Kapuze, was wir ja praktisch bis auf Nasengröße schließen können. Der Snackpack Schlafsack ist ein ganz normaler Seiteneinsteiger. Das macht es immer etwas schwerer, den zu schließen, auch wenn ihr natürlich innen drin den Reißverschluss bedienen könnt. Der Fronteinsteiger macht es immer einfacher und besonders die Reißverschlüsse von Carinthia sind größer, lassen sich sehr leicht bedienen und auch schließen oder öffnen. Deshalb, wer auf eine Expedition geht oder auf einen langen Turn irgendwo durch Skandinavien oder durch die Alpen, sollte die 200 € oder 240 € in die Hand nehmen und sich für den Defense 4 entscheiden. Wenn ihr aber einfach einen Schlafsack sucht, der eine vergleichbare Wärmeleistung hat, der auch gut verarbeitet ist, und ihr den einfach nur mal auf einem Festival benutzt oder so beim normalen Campen, dann spricht eigentlich nichts dagegen, auch auf eine günstigere Variante zurückzugreifen. Und gerade hier macht der Snackpack Sleeper Extreme auch wirklich einen guten Preis-Leistungs-Job. Nun seid aber ihr gefragt. Eure Meinung würde uns auch interessieren. Meint ihr, dass der 80 € Schlafsack einfach immer eine Alternative ist? Würdet ihr den auch auf eine längere Tour mitnehmen? Oder greift ihr generell dann einfach zu dem hochwertigeren Produkt? Schreibt uns doch mal eure Erfahrungen in die Kommentare, würde uns sehr freuen und auch vor allem anderen Zuschauern weiterhelfen, wenn sie ein paar mehr Meinungen hören würden. Und damit komme ich zum Schluss und sage danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!